Wir möchten alles verändern, nur nicht uns selbst. Kaum etwas fällt uns so schwer, wie uns zu verabschieden von dem Menschen, der wir einmal waren. Vor allem dann, wenn wir noch keine Ahnung haben, wer wir als nächstes sein werden. Als ich 12 war, fühlten sich die Sommer an, als würden sie niemals enden. 2006 trug jeder Junge ein Ballack-Trikot und jedes Mädchen hörte die Pussycat Dolls. Ich bekam gerade meine erste Periode, sang I'm telling you to loosen up my buns, babe und tanzte in meinem Kinderzimmer wie Nicole Scherzinger. Jeden Tag klingelte es an der Tür eines Zuhauses, das heute nicht mehr meins ist. Jeden Tag saß ich auf dem Gepäckträger meiner besten Freundin, von der ich heute nicht mehr weiß, wo sie überhaupt wohnt. Und jeden Tag fuhren wir vorbei an gelben Rapsfeldern zu einem Baggersee, den es heute nicht mehr gibt. Ich wollte Popstar werden, oder zumindest Lehrerin. Ich wollte einen gelben VW Beetle fahren und in einem großen Haus leben. Vor allem aber wollte ich für immer bleiben, wie ich bin. Nun bin ich 32 und frage mich manchmal, ob dieses kleine Mädchen von damals und ich überhaupt dieselbe Person sind. Ob noch irgendwas von ihr existiert, irgendwo in mir. Die vergangenen Monate waren mitunter die intensivsten meines Lebens. Nach 7 Jahren Weltreise habe ich versucht, sesshaft zu werden. Ich tauschte das Zelt gegen die Wohnung, die weite Welt gegen das enge Berlin und stellte fest, dass Erwachsenwerden nicht bedeutet, irgendwann, irgendwo anzukommen, sondern zu akzeptieren, dass man immer unterwegs sein wird, zu neuen Orten, zu neuen Träumen, zu neuen Versionen seiner selbst. Nachdem ich 7 Jahre lang gemeinsam mit Anna die Welt bereist hatte, gurkte ich in den vergangenen Monaten allein durch Deutschland. Durch ein Land, das mir irgendwie fremd geworden war. Ich wollte verstehen, was sich verändert hat, was kaputt gegangen ist, warum sich Frust und Unzufriedenheit ausbreiten wie ein Virus. Also zog ich los. Ich traf Menschen, stellte Fragen, sammelte Geschichten. Und ja, ich habe viel gesehen, viel gelernt und manchmal sogar geglaubt, Antworten zu finden. Doch dann wachte ich eines Morgens auf und die großen Themen unserer Zeit wurden plötzlich ganz klein. Nicht, weil die Welt da draußen sich auf einmal verändert hatte, sondern meine eigene. Und mir klar wurde, dass die wichtigsten Geschichten unseres Lebens oft nicht die sind, nach denen wir suchen, sondern die, die uns finden. Ja, komisch, hier wieder mit dir vor der Kamera zu sein. Ja, kann ich mir vorstellen. Ist doch für mich komisch. Ja, ne? Ja. Hallo zusammen. Ja, wir dachten, wir machen mal zur Abwechslung ein kleines Live-Update-Video. Denn bei uns hat sich in den vergangenen Monaten sehr, sehr viel getan. Es steht uns eine sehr, sehr große Veränderung bevor, die uns beide betrifft und die auch den Kanal in gewisser Hinsicht betreffen wird. Deswegen dachten wir, es wäre irgendwie sinnvoll, dass wir zueinander finden, beide hier zusammenfinden. Ja. Und das auch gemeinsam machen, weil sonst ist es halt einfach komisch. Ne? Genau. Ja. Genau. Vielleicht mal vorweg, liebe Anna. Du warst ja die letzten Monate nicht mehr aktiv auf YouTube. Du hast dich ja so ein bisschen zurückgezogen von dem Kanal. Wie ist es dir ergangen? Ja, ich muss sagen, ganz gut. Ich hatte sehr viel Zeit für mich, habe meine Sachen gemacht, wie ich wollte. Ich hatte natürlich dementsprechend viel mehr Zeit, war auch arbeiten, ne? Und ja, war schön, ist schön, genau. Hast du es vermisst, so ein bisschen Videos zu produzieren gemeinsam mit mir, oder war es eher eine Erleichterung für dich? Ja, beides, teils, teils. Ne? So ab und zu dachte ich mir so, oh, ich vermisse es schon, aber größtenteils war es halt schon irgendwie schön, mal nichts damit zu tun zu haben. Aber jetzt zum Beispiel gerade finde ich es irgendwie cool, wieder dabei zu sein und da zu sein und so hin und wieder mal mit dir ein Projekt zu machen. Das freut mich. Wie ist es dir denn ergangen ohne mich? Ja, es war sehr herausfordernd. Wie die meisten von euch vielleicht verfolgt haben, bin ich ja so ein bisschen durch Deutschland gereist und habe das Format auch ein bisschen in eine journalistischere Richtung entwickelt. Da kommen noch sehr, sehr viele coole Videos und Reportagen und Dokus aus ganz Deutschland in den kommenden Wochen und Monaten. Und ich freue mich da auch drauf, aber es ist natürlich so ganz alleine
nochmal eine andere Hausnummer so. Hin und wieder habe ich mir dann doch jemanden gewünscht, der mich da ein bisschen unterstützt bei der Arbeit. Aber ich will mich auch nicht beklagen. Es ist auch ein riesengroßes Privileg, das komplett so ganz frei sozusagen machen zu können, wie man es sich selbst vorstellt. So. Und ja, von daher ist cool, aber ich muss mich dann noch ein bisschen eingrooven und ein bisschen auch so meinen Rhythmus finden. Aber das wird schon alles. Wie schon angekündigt, werden wir eine große News verkünden. Das machen wir am besten zu Hause und sprechen uns gleich wieder. Ne? Bitte entschuldigt die kurze Unterbrechung, aber wie ihr euch vorstellen könnt, würde es diesen Kanal ohne unsere Partner wahrscheinlich nicht mehr geben. Deshalb an dieser Stelle ein großes Dankeschön an TomTalk. Wir arbeiten schon seit Jahren mit TomTalk zusammen und mittlerweile sind tatsächlich die meisten unserer Rucksäcke von ihnen. Und das hat gute Gründe. Die Marke steht für Qualität zu fairen Preisen und vor allem für unglaublich durchdachte, praktische Designs. Anna und ich waren vor kurzem zu einem Geburtstag auf Rhodos eingeladen und dank des neuen T69 von TomTalk haben wir eine Menge Geld beim Flug gespart. Denn der Rucksack erfüllt die Handgepäckanforderungen vieler gängiger Billig-Airlines. Er passt problemlos unter den Vordersitz und erspart einem so zusätzliche Gepäckgebühren, ohne dabei auf Stauraum verzichten zu müssen. Der Rucksack lässt sich wie ein kleiner Koffer komplett aufklappen. Dadurch bekommt man erstaunlich viel unter, mehr als genug für einen Kurztrip. Wenn ihr also regelmäßig mit Handgepäck reist, können wir euch den T69 wirklich empfehlen. Und generell lohnt es sich bei TomTalk vorbeizuschauen. Vor allem jetzt, wo der Amazon Prime Day bevorsteht. Die Links zum T69 und unseren anderen TomTalk-Rucksäcken findet ihr in der Videobeschreibung. Vom 23. bis zum 26. Juni gibt es bei Amazon bis zu 25% Rabatt. Schnappt also auf jeden Fall zu. Vielen Dank an TomTalk für die langjährige Zusammenarbeit und jetzt zurück zum Video. Anna ist nicht mehr die Frau, in die ich mich vor 11 Jahren verliebt habe. Genauso wenig bin ich der Mann, in den sie sich damals verliebte. Als wir uns kennenlernten, waren wir Anfang 20. Anna steckte noch in ihrer Ausbildung, ich im Studium. Wir lebten beide bei unseren Eltern und hatten keinen blassen Schimmer, was wir mit unserem Leben anfangen sollten. Wenn ich mir heute Fotos von damals anschaue, erkenne ich uns kaum wieder. Wie könnte ich auch? Menschen bleiben nicht stehen. Sie lassen sich nicht konservieren wie Insekten in Bernstein. Und genau daran scheitern wohl die meisten Beziehungen. An der Zeit. Die Welt kennt keinen Pausenknopf. Sie dreht sich immer weiter. Und entweder gelingt es zwei Menschen, sich gemeinsam zu verändern. Oder eben nicht. Die letzten 11 Jahre waren keine Flitterwochen in Dauerschleife. Wir stritten, wir verletzten uns, wir waren unfair zueinander. Wir standen im Laufe unserer Beziehung vor so vielen Abzweigungen, die uns schnurgerade an unser Ende geführt hätten. Doch wir haben uns jedes Mal dagegen entschieden, sie zu nehmen. Und stattdessen immer wieder füreinander. Als wir nach Deutschland zurückkehrten, dachten wir zunächst, es wäre gesund, wenn jeder wieder ein Stück weit sein eigenes Leben führt. Eigene Projekte, eigene Routinen, eigene Hobbys. Nach mehr als 2500 Tagen zu zweit allein schien das vernünftig. Doch dann passierte etwas Seltsames. Sobald wir getrennt waren, fehlte etwas. Nicht nur der Partner, sondern ein Freund, eine Heimat, ein Stück des eigenen Herzens. Und so stand jedes Mal die Welt still, wenn wir uns wiedersahen. Die Stadt um uns herum wurde stumm. Es war, als hätte jemand Berlin evakuiert. Als gäbe es keine Autos mehr und keine U-Bahn. Als wären wir die einzigen zwei Menschen auf diesem Planeten. Und dafür sind wir unendlich dankbar. Dass wir dieses Gefühl auch nach 11 Jahren Beziehung noch haben. Dass wir gemeinsam fallen und gemeinsam aufstehen. Dass wir gemeinsam lachen und gemeinsam weinen. Dass wir einander dabei zusehen, wie wir uns verändern. Und uns trotzdem jeden Tag aufs Neue erkennen. Dass wir nie dieselben geblieben sind, uns aber in jede neue Version des anderen verliebt haben. Ja, die große Neuigkeit, die wir am Anfang des Videos so angekündigt haben, ist, dass wir schwanger sind, also dass Anna schwanger ist. Und ja, wir haben hin und her überlegt, ob wir das mit der Öffentlichkeit teilen oder nicht. Das fühlt sich auch irgendwie ein bisschen komisch an, das jetzt so mit der Öffentlichkeit zu teilen, also mit euch zu teilen. Aber seitdem es diesen Kanal gibt, haben wir ja immer wieder auch intime Einblicke in unser Leben mit euch geteilt. Und ich glaube,
viele von euch verfolgen uns ja auch schon seit einiger Zeit und kennen uns auch in gewisser Hinsicht. Und irgendwie würde es sich komisch anfühlen, das einfach so gar nicht zu thematisieren. Und es ist ja auch eine schöne Sache, die man teilt, ne? Also Genau. so, wir freuen uns und irgendwie freuen wir uns, auch das mit Menschen zu teilen und das Voll. zu erzählen. Und es fühlt sich gut an und das ist, glaube ich, das Wichtigste, ne? Genau. Deshalb ja, vielleicht so ein paar Infos. Ja. Wie hast du davon erfahren? Ja, ich hatte einen Schwangerschaftstest gemacht, ganz klassisch. Ich hatte irgendwie so ein Gefühl, habe es alleine morgens im Bad gemacht, ohne dir irgendwie was zu sagen. Weil ich dachte, wenn es nichts wird, dann habe ich jetzt Alarm geschoben für nichts. Aber ja, ich habe den Test gemacht. Der war nicht so ganz eindeutig für mich, für meine Augen. Es sah nach 2 Strichen aus, aber so ganz leicht. Dann bin ich zu dir ins Büro gegangen morgens, du hast gearbeitet und habe dich gefragt, sag mal, ist da ein 2. Strich, wie siehst du das? Und ja, du hast den 2. Strich erkannt und dann war die Freude groß, ne? Genau. Ja, wir haben uns sehr gefreut darüber. Wir waren auch sehr überrascht, dass es dann doch so schnell ging. Also es war eine geplante Schwangerschaft sozusagen. Also wir dachten, wir gehen es jetzt mal langsam an und probieren es mal. Man weiß ja auch nie, ob es überhaupt funktioniert und so. Wir haben uns jetzt auch keinen Druck gemacht, aber ja, waren dementsprechend überrascht. Ja, am Anfang ist man ein bisschen so zurückhaltend oder waren wir ein bisschen zurückhaltend. So, man will sich irgendwie nicht zu früh freuen sozusagen. Ja. Aber ja, mit jeder weiteren Woche, mit jedem weiteren Monat, der vergangen ist, wurde das alles auch irgendwie greifbarer für uns. Und ja, jetzt freuen wir uns sehr. Ja, ich finde, unsere Beziehung hat auch nochmal so einen Sprung gemacht. Man ist irgendwie noch stärker zusammengewachsen und bondet irgendwie noch mehr. Und ja, es ist einfach eine intensive und schöne Zeit, die wir gerade haben. Genau, das kann man so sagen. Magst du auch erzählen, wie es dir so gesundheitlich, körperlich geht oder ergangen ist? So? Ja, also anfangs war schon Übelkeit und Müdigkeit so da, aber mittlerweile ist alles wieder ganz gut, würde ich sagen. Klar hat man das ein oder andere Wehwehchen, aber im Großen und Ganzen geht es mir gut. Und das fühlt sich auf jeden Fall sehr gut an, dass man nicht mehr so abgeschlagen und müde ist. Und ja. Genau. Wir werden auf jeden Fall diesen Sommer noch eine kleine Reise zusammen unternehmen. Das werden wir auch dokumentieren auf diesem Kanal. Generell wird es auf diesem Kanal auch weiterhin mit der Deutschland-Serie gehen. Also es wird quasi weiterhin auch Reportagen und Dokus geben, die weniger den Fokus auf uns legen oder auf mich, sondern halt auf bestimmte Themen. Aber ja, irgendwie jetzt durch diese Schwangerschaft und durch all das haben wir uns halt auch nochmal gefragt, so was wir in Zukunft so von uns privat auch irgendwie hier teilen wollen oder nicht, beziehungsweise was ihr euch auch wünscht oder nicht. Ihr könnt das mal gerne in die Kommentare schreiben. Wir sind uns da ein bisschen unsicher, ob ihr euch quasi so ein bisschen auch Anna und Eugen Content wünscht. Zwischendurch zur Auflockerung. Ja, ansonsten Ja, sind die großen Neuigkeiten raus und ich freue mich auf die kommende Zeit, auf unsere kleine Reise und auf unseren weiteren Nestbau. Man hat ja wahrscheinlich im Video gesehen, dass sich einiges hier verändert hat und es wird sich noch einiges verändern in der Wohnung. Und ja, falls ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. genau. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Reinschauen und bis bald. Hanging by a thread, lonesome
lonely as it gets. Lost in, wandering in my head. I was sleeping. You, honey, you got me. And you were right on time. Honey, I got you. And you were right on time, honey. Anxious like a wreck. Water's rising, waves flooding in. Like a castaway, floating on driftwood. I was sinking. You, honey, you got me. And you were right on time. Honey, I got you. And you were right on time, honey. Hanging by thread.